Börsenradio Network AG. Jahreszahlen. Mein Name ist Marc Becks, ich bin der Finanzvorstand der Masterflex SE. Andi Groß vom Börsenradio. Wir sprechen heute über den Geschäftsbericht 2022 und das sind die Eckzahlen. Der Nettogewinn mehr als verdoppelt und offensichtlich rechnen Sie im laufenden Jahr auch mit einem weiteren Rekordjahr. Umsatz plus 27% auf 100,3 Millionen Euro. Herr Becks, wir hatten an der Uhr gedreht. Die 100 hatten Sie doch erst 2024 vor. Wo kommen die guten Zahlen jetzt her? Ich glaube, das hat viele Effekte. Zuerst muss man natürlich da unsere Vertriebsarbeit loben, also unsere ganzen Vertriebler, die weltweit 22 sicherlich einen herausfordernden Job haben mit all den Themen wie Preiserhöhung und so weiter. Das war, glaube ich, schon ein sehr, sehr hartes Jahr, auch für den Vertrieb, aber auch für alle anderen Abteilungen. Das war schon ein herausforderndes Jahr, aber umso stolzer sind wir, dass es auch ein tolles Jahr von den Zahlen für uns wurde. Und wir hatten natürlich ein Jahr, was stark geprägt war durch steigende Rohstoffpreise, was auch bedeutet, dass wir diesen Anstieg der Rohstoffpreise, ob das jetzt wirklich Rohstoffe war oder Energie, Frachten, auch an unseren Kunden weitergegeben haben. Und das ist natürlich eine sehr herausfordernde Aufgabe gewesen. Daher kommt natürlich auch ein guter Teil des Umsatzanstiegs von rund 80 Millionen in 21 jetzt auf gut 100 Millionen in 22. Aber wir haben auch Volumenswachstum gemacht. Wir sind in Amerika stark gewachsen. Also der Anteil in Amerika ist bei uns im Umsatz deutlich größer geworden, auf rund 22%. Wir haben in der Medizintechnik sind wir gut gewachsen. Die hat ihren Anteil von 17% gehalten. Die Luftfahrtindustrie ist weiter stark gewachsen. Also insofern, wir sind über alle Gesellschaften gewachsen. Selbst Asien, trotz der Lockdowns in China, hat Wachstum verzeichnen können. Wir sind über alle Gesellschaften gewachsen in vielen Industriesegmenten. Insofern war das in voller Breite ein sehr erfolgreiches Jahr und können wir auch zufrieden und trotzdem voller Energie auch nach 23 schauen. Ja, so eine volle Breitseite, mal auf positive Art und Weise. Herr Becks, Nachfrage. Volumen und Preis. Sie hatten es angesprochen, aber nicht genau beziffert. Sie können sicherlich beziffern, wie viel Umsatzsteigerung ist preisgetrieben und dann auf der anderen Seite eben, was ist bei dieser Umsatzsteigerung an Volumen drin? Also tue ich das. Wir machen das selten, weil wir das einzige börsennotierte Unternehmen in unserem Marktsegment sind. Ich glaube, das ist auch tatsächlich von Gesellschaft zu Gesellschaft sehr unterschiedlich, weil auch hier unterschiedliche Einflussfaktoren in den Materialien, auch in den Energiepreisen waren. Insofern, wenn man mal grob dran geht mit 2/3 Preis, 1/3 Volumen, ist man, glaube ich, gar nicht so schlecht im Konzernmittel. Wir haben auch noch ein paar Währungseffekte drin, also positiv, das ist der US-Dollar. Das ist mit ein bisschen mehr als 1 Million positiv im Umsatz drin. Umsatz ist ja das eine, also die 100 Millionen haben Sie geknackt und das andere ist natürlich das Ergebnis, was bleibt übrig. Hier auch nochmal die Eckdaten, das operative EBIT hat sich erhöht von 5,8 Millionen auf jetzt 11,4 Millionen. Die EBIT-Marge war zuletzt 7,3%, ist jetzt knackige 11,4%, also deutlich zweistellig. Haben Ihre Vertriebler zu gut gearbeitet? Haben Sie die Preise zu stark angehoben? Denken wir nicht so. Das sieht man bei uns auch in der Materialeinsatzquote, die ja gestiegen ist an der Stelle. Also insofern, das haben wir, glaube ich, sehr, sehr ausgewogen gehandhabt und auch sehr transparent gegenüber unseren Kunden gemacht. Also insofern haben wir da, glaube ich, nicht überzogen. Wir sind halt auch im Volumen gewachsen, haben dann auch nur vorsichtig primär im Produktionsbereich Personal aufgebaut. Also insofern sind die Maßnahmen, die wir mit dem Back-to-Double-Digit-Programm vor ein paar Jahren schon initiiert haben, voll eingeschlagen und halt haben wir letztes Jahr viele Economies of Scales auch erzielt. Aber ein wichtiger Punkt war schon, die Inflationseffekte in den Markt weiterzugeben. Das war schon einer der Hauptgründe. Plus wir konnten die Supply Chain allzeit aufrechterhalten. Das heißt auch einkaufsseitig diese Stressoren, die man dort hatte, mit täglichen Telefonaten zu den Lieferanten auch. Das war ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass wir sozusagen unsere Kunden immer beliefern konnten. Und dann war vielleicht Preis nicht das sensitivste Thema, sondern wir waren einfach lieferfähig. Kurzer Exkurs in den Sport, als ich meine Frau begleitet hatte für ihren ersten Halbmarathon. Wir hatten gut trainiert, hatten uns super vorbereitet. Da lagen wir dann nach etwa 15 Kilometern 2 Minuten schon unter Plan. Also waren schneller als der Plan. Und ein Läufer, der um uns herumgelaufen ist und so gehört hat, wie ich zu meiner Frau sagte, Mensch, wir sind ja 2 Minuten schneller, der hat gesagt, dann war dein Plan scheiße. Also
Mich hat das damals so ein bisschen geärgert. Sie liegen mit Ihren Zahlen über dem angehobenen Plan. Also ich möchte jetzt nicht, dass Sie sich ärgern, aber Sie können sich denken, was ich fragen will. Ich kann mir denken, was Sie fragen wollen. Wenn ich sage ja ganz gerne mal so, willst du Gott zum Machen bringen, dann mache einen Plan. Ist auch irgendwo was dran, wenn man sich die letzten 3 Jahre anschaut, was hier alles passiert ist, ob das Corona ist, Ukraine-Krieg und so weiter, abgerissene Lieferketten, also so viel Turbulenzen wie in den letzten 3 Jahren gab es, glaube ich, sehr, sehr lang nicht mehr. Insofern war der Plan sicherlich nicht schlecht. Es ist auch momentan wirklich sehr, sehr schwer, Pläne zu machen, weil Umweltbedingungen sehr schwer sind. Wir nehmen das logischerweise so, wie wir das die 2 Corona-Jahre sportlich genommen haben und auch dort eigentlich gut performt haben, nehmen wir natürlich jetzt auch so ein Jahr wie 2022 sportlich gerne mit. Wichtig wird ja sein, aus beiden Situationen auch zu lernen, das Gelernte für die Zukunft anzuwenden. Was sicherlich ein Effekt ist, wenn wir mal in die Zukunft gucken, wir hatten ja gesagt, wir wollen auf 200 Millionen Umsatz in 2030 kommen, dass hier vielleicht schon eine Verschiebung in Richtung operatives Wachstum geben kann. Wir hatten früher gesagt, naja, so 60 Millionen durch Zukäufe, 40 Millionen operativ, so in diesen Größenordnungen. Jetzt könnten wir uns schon vorstellen, dass vielleicht der Anteil eher des operativen Wachstums größer ist und vielleicht durch Zukäufe eher weniger kommt, auch wenn wir uns gegen größere Zukäufe logischerweise nicht wehren. Aber es bietet uns sozusagen jetzt schon diese Plattform mehr Möglichkeiten, weil wir einfach 2 Jahre schneller sind jetzt im Umsatzwachstum, um unser Ziel 2030 zu erreichen. Bleiben wir noch bei der Ergebnisseite. Ergebnis der Aktie steigt um 137%, von 34 Cent auf jetzt 81 Cent. Was hat der Anleger davon? Der kriegt mehr Dividende, auch deutlich mehr Dividende, plus 70%. Ich habe kurz aufgerundet, von 12 Cent auf 20 Cent. Da freut sich natürlich der Investor. Was ist denn das für eine Ausschüttungsquote? Das war im Prinzip so eine Aktiendividende so von ungefähr 2%. Das hängt natürlich jetzt mit dem Börsenkurs zusammen. Aufs Konzernergebnis sind das ungefähr 20%, ein bisschen weniger. Also finde ich eine Größenordnung, die schon ganz okay ist. Wir müssen ja auch zusehen, das Zinsumfeld ist gestiegen. Also Tagesgeld kriegt man ja auch mittlerweile für 2% oder 2% plus angelegt. Insofern ist sicherlich die Masterflex-Aktie, was Dividende angeht, jetzt auch attraktiver geworden. Wir werden sicherlich nicht in den nächsten Jahren so ein Dividendenwert werden wie vielleicht manche andere Unternehmen, aber ich finde so 2%, jetzt plus minus je nach Börsenkurs, ist ja schon mal ganz ordentlich an der Stelle und ich glaube, dass da auch noch genügend Fantasie in Richtung Kurssteigerung ist. Die Alternative wäre ja gewesen, Gewinn vorzutragen, also weniger auszuschütten. Haben Sie darüber nachgedacht oder ist das keine Alternative? Also wir denken immer zusammen im Aufsichtsrat über Dividendenausschüttung nach. Ich glaube, wenn man sich unser Eigenkapital anschaut und auch die Gewinnrücklagen, sind wir da ja, ich sage jetzt mal, ultra komfortabel aufgestellt. Insofern ist eher der Kassenbestand, mit knapp 10 Millionen sind wir da aber auch auskömmlich, ist eher das, was uns treibt. Also sozusagen das Marktumfeld, Kassenbestand und wir wollen ja immer von der Dividendenstrategie mindestens so viel wie das Vorjahr, gerne auch mehr ausschütten, aber das machen wir eher vom Kassenbestand und auch von der Erwartungshaltung der Zukunft abhängig als von dem Eigenkapital. Beim Eigenkapital sind wir wirklich sehr, sehr solide aufgestellt. Sehr solide, ultra komfortabel, hatten Sie gerade gesagt. Ist Aktienrückkauf in dem Zusammenhang ein Thema? Beschäftigen wir uns eigentlich nicht stark und ernsthaft mit momentan. Schauen wir voraus. Die Prognose 2023, Wachstum bei Umsatz auf 103 Millionen bis 110 Millionen. Beim operativen Ergebnis 111 bis 14 Millionen. Wenn ich jetzt jeweils den unteren Rand der Prognosespanne anschaue, ist ja keine, wie hatten Sie gerade gesagt, ultra komfortable Steigerung dann geplant. Sie gucken vermutlich dann auf den oberen Rand. Also wir zielen ganz klar auf den oberen Rand, keine Frage. Was uns für den unteren Rand so ein bisschen bewegt hat, sind einfach die Unsicherheiten, die es momentan gibt. Es wurde ja auch November, Dezember, Januar von Rezessionsängsten erzählt. Wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben China, Amerika, China-Taiwan-Thematiken. Wir haben auch immer noch Probleme in den Lieferketten. Bei den Rohstoffen gibt es immer noch Knappheiten. Wir haben Inflation von 7-8% im Euroraum, aber auch in anderen Ländern. Also insofern ist das Umfeld durchaus sehr anspruchsvoll, sodass wir sozusagen den unteren Rand der Prognose in den sehr konservativen Bereich gelegt haben und wir zielen definitiv eher auf den oberen Rand. Das ist ganz klar. Aber das Signal ist auch jetzt die Zeiten dieser XXXL-Steigerungen, wie wir sie jetzt gesehen haben für 2022,
die sind jetzt erstmal vorbei? Ja, ich glaube, wir werden jetzt in eine Phase eines stetigen Wachstums kommen. Das ist natürlich auch, wenn die Grundgröße größer wird, ist allein schon das Prozentwachstum dann schwieriger. Logischerweise also Wachstumsraten von 20-30% im Umsatz oder gar fast 100% im EBIT, das wird sicherlich jetzt nicht kommen, sondern es wird jetzt ein stetiges Wachstum werden, was aber trotzdem, würde ich persönlich sagen, mehr als solide ist. Wir sprechen heute 31.03. über die Zahlen, die endgültigen Zahlen. Das heißt, die vorläufigen Zahlen, die gab es schon 10 Tage eher, am 21. Und was ging da so in Ihnen vor, wenn Sie diese Zahlen rauslegen und gucken sich dann den Aktienkurs an und denken, hat der Markt das nicht kapiert? Und dann passiert Folgendes, dass Donnerstag, also am 30. auf einmal die Aktie einen Monstersatz macht von 79 auf über 11 Euro, 11,10 Euro. So ein bisschen Genugtuung. Jetzt haben Sie es kapiert? Ja, der Zeitpunkt ist natürlich denkbar glücklich. So 10 Tage unglücklich, 10 Tage früher wäre uns, mir lieber gewesen. Aber ich glaube, das ist für Masterflex, Genugtuung will ich gar nicht sagen, denn ein Börsenkurs ist, da kommen Angebot und Nachfrage aufeinander. Ich glaube, dass bei uns gerade dadurch, dass wir einen sehr geringen Free Float haben, dass die Nachfrage sehr groß ist, auch das, was wir gespiegelt bekommen, nur das Angebot eher relativ klein ist. Ich glaube aber, dass es uns gut tut mit dem Erreichen der 100 Millionen Umsatz, aber jetzt auch mit Stand jetzt Börsenkapitalisierung über 100 Millionen, wir in so eine neue Stufe reingekommen sind. Das heißt, uns auch mehr Leute, mehr institutionelle Anleger beobachten, bezogen auf das, was wir kennen aus dem nicht börslichen Bereich, was dort für Multiples aufs EBITDA gezahlt werden, ist bei uns auch noch wirklich Luft nach oben. Also da sind wir noch eher unterbewertet, auch nach dem Sprung gestern. Aber neben dem, sagen wir mal für uns, nennen wir es jetzt mal so ein bisschen kritischen Zeitpunkt, kommt natürlich auch schon so ein gewisses Maß an Freude, Genugtuung will ich es nicht nennen, hoch, dass man jetzt erkennt, ist auch noch mehr drin. Also es ist sicherlich schon schön, dass man auch so die Früchte seiner Arbeit auch auf der Seite dann sieht und ja vor allem alle Anteilseigner was davon haben. Willst du Gott zum Lachen bringen, dann mache einen Plan, und willst du einen Finanzvorstand zum Lachen bringen, dann verdopple deine Zahlen. Der Finanzvorstand von Masterflex, Marc Becks, danke fürs Interview. Ich danke Ihnen, Herr Groß. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.